Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Wir sind zurück auf dem Main. Und was haben wir auf dem Main schon lange nicht mehr gemacht? Genau, Dungeons getried. Das werden wir heute mal versuchen. Mich hat es interessiert, wie sieht es jetzt im Moment aus gegen den letzten Dungeon, beziehungsweise halt gegen Gegner Nummer 3 von 10 im allerletzten Dungeon, der mir offen steht. Der mit Abstand schwerste Dungeon im ganzen Spiel. Noch niemand hat ihn bisher besiegt, ganz einfach. Ne? Ich glaube, die weitesten sind irgendwo beim Sandkasten irgendwie, glaube ich, nachher. Ich weiß nicht ganz genau, welche Stufe das ist. Ich glaube, das ist nach dem Marshmallow Man. Ich bin mir jetzt aber nicht ganz sicher. So, das hatten wir auf jeden Fall schon mal thematisiert, wo gerade der weiteste steht. Hab's jetzt aber gerade wieder vergessen. Ja, wir sind beim Monster Truck persönlich und mich hat es mal interessiert, wie sehen denn so die Chancen aus? Und das Ganze habe ich auch mal durchkalkulieren lassen und ich hatte mir auch einen Versuch mal gespeichert. Das ist bisher der beste Try, den ich gegen den Monster Truck so gehabt habe. Und das hier, meine Freunde, sind die aktuellen Chancen, die wir gegen diesen Gegner haben. Es ist natürlich, kleiner Reclaimer nochmal an der Stelle, absolut nicht empfehlenswert, mit solchen Prozentchancen hier den Dungeon zu tryen. 0,08 ist aber trotzdem für meine Verhältnisse, sag ich mal, in dieser kurzen Zeit, wo wir ja lange Zeit 0,001 hatten oder so bei den Gegnern, eine gute Steigerung in so kurzer Zeit. Ne? Also im Verhältnis sind wir gut gestiegen, obwohl wir uns ja null equipped haben. Wir haben keine Equipment-Verbesserung, gar nichts. Ne? Wirklich null. Das sind nur die Basispunkte, die hier halt eben das Ganze ausmachen, die hier die Prozente von damals, als wir das letzte Mal getried haben, von 0,01 auf 0,08 gestiegen sind. Also dafür ist es schon heftig. Und sogar, ihr seht es hier schon im Hintergrund, ja, ich hoffe mal, ihr seht auch hier das im Hintergrund, den Fight gerade hier, dass der sehr knapp gewesen ist. Ne? Also ist wirklich schon knapp gewesen. Aber jetzt wollte ich gerade nochmal die Liste zeigen. Monster Grotto, Nudist Giant, der ist auch schon, ja, in der Theorie zumindest machbar. 0,01. Also wir haben Chancen auch gegen den Gegner Nummer 4. Ja. Marshmallow Man wurde schon besiegt von jemand anderen. Also da sind sie, glaube ich, schon vorbei. Ich glaube, der Sandbox-Wurm auch schon. Ich glaube, die höchsten sind momentan gerade bei Optimus Prime hier. Ja, aber ich bin mir da jetzt nicht zu 100% sicher. Also der ist auf jeden Fall noch ziemlich schwer. Ich bin aber trotzdem, muss ich mal schon so sagen, der Try ist vom 18.10. Wir haben ja heute den 1.11., wo ich das Ganze hier aufnehme. Ich muss trotzdem mal sagen, dass ich wirklich einfach mal ein Lob an mich selbst, sehr stolz bin. Wie gesagt, wir haben wirklich keinerlei Verbesserung an so unseren Equipment oder Steine etc. vorgenommen. Wirklich gar nichts. Selbst bei den Begleitern haben wir nichts getan. So, ne? Doch, eine Sache. Wir haben eine neue Waffe auf der Kunigunde. Und ich glaube, die Waffe beim Marquardt. Gut, doch, ich glaube, ein bisschen haben wir was gemacht. Ja, und die Waffe beim Bertram. Okay, gut, doch, wir haben neue Waffen für die Begleiter. Das ist so das Einzige, was jetzt, vielleicht auch die Prozente ausgemacht hat. Ne? Man weiß es nicht. Aber obendrauf kommt natürlich auch die Steigerung, sag ich mal, unserer Basispunkte, die wir jetzt auch gemacht haben. Ich denke mal, das macht auch einen sehr großen Teil von aus. Aber stimmt, wir hatten ja beim letzten Leggy Dungeon, da hatte ich mal mir, zumindest mal die Waffen für die Begleiter gegönnt. Wenn ich, die aktuellen Waffen dort genommen hätte für mein Main, dann wären die Chancen wahrscheinlich jetzt schon deutlich höher. Und dann sehen die Tries natürlich auch deutlich leichter aus. Wir gehen heute trotzdem mal rein und gucken mal, wie es so aussieht. Vielleicht haben wir Glück. Das macht ja gerade, finde ich persönlich, halt eben so den Nervenkitzel aus und macht die Folge vielleicht ein bisschen spannender. Klar, wie gesagt, das Ganze ist natürlich auch deutlich teurer, als wenn man das jetzt den Gegner jetzt tried mit 1% oder mit 10% oder so. Aber ich denke mal, es ist verständlich, wenn ich sage, dass das Ganze hier halt eben für Content-Zwecke ist und wir halt eben alle gemeinsam mitfiebern, ob der Gegner jetzt nun fällt oder nicht, inklusive mir, ne, da ja halt auch eben die Pilze jetzt für mich halt auch eben gesponsert sind, wie ja schon bekannt sein sollte, und deswegen finde ich es legitim, dass wir hier mal ein paar Tries auf jeden Fall mal machen.
Oh mein Gott, und da haben wir schon den besten Try. Der sieht ja gar nicht, der sieht ja wirklich gar nicht mal so schlecht aus. Also das waren jetzt nur ein paar Tries gewesen. Und der ist schon so krass jetzt, das ist heftig. Das hätte ich nicht gedacht. Wir gehen mal hier rein in den Monster Truck und gucken mal ganz kurz. Bertram, Marquardt. Marquardt hat gut einen durchgelatzt hier. Gucken wir uns mal an, was die Kunigunde macht. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis auf jeden Fall. Ne? Oh Gott, Kunigunde hat da auf jeden Fall nicht viel gemacht. Ja, deswegen lasst uns da auf jeden Fall alle gemeinsam Spaß haben in dem Dungeon und das Video jetzt hier genießen an der Stelle. Ich muss sagen, vielleicht merkt man es mir auch ein bisschen an. Ich habe immer noch so ein bisschen hier und da schlechtes Gewissen, weil klar, mir werden halt eben auch die Pilze gestellt. Ist ja ganz klar. Ist ja keine Neuheit mehr so. Ne? Und ich denke da dann halt immer in dem Moment an euch oder an den Großteil von euch, die halt eben, ja, die Pilze halt eben kaufen müssen, so wie man es halt eben auch machen muss. Ne? Da führt ja kein Weg dran vorbei. Es sei denn, ihr macht selbst irgendwann mal YouTube-Videos oder Streams und werdet selbst zum Content Creator. Ne? Die Möglichkeit steht natürlich auch jedem offen, ne? Dass man das schaffen kann. Und ja, wie gesagt, trotzdem denke ich da immer noch so dran, auf jeden Fall. Also das ist jetzt nicht irgendwie, dass ich das jetzt komplett vergessen habe, ne? Oder das als selbstverständlich erachte, dass das halt eben umsonst ist, das Ganze hier für mich jetzt in dem Zusammenhang. Und ja, viele von euch das eventuell nicht so machen können, aber gerne so machen wollen würden. So, ne? Aber wie gesagt, am Ende des Tages ist es halt auch ja, ein Entgegenkommen, sag ich mal, von Playas Seite aus, weil ich ja halt wirklich nun auch in diese ganze Sache hier mit meinem YouTube-Kanal und Shakes and Fidget ja auch ziemlich viel Lebenszeit rein investiert habe. Und ja, das ist, denke ich mal, Bezahlung genug, sag ich mal, dass ich dann auch so viel wiederbekomme vom Playa, dass ich halt im Umkehrschluss so eine Videos wie dieses machen kann, dass ihr halt eben was zum Zuschauen habt. So, ne? Das ist auf jeden Fall ganz klar. Und ja, selbst wenn dieses Sponsoring nicht sein würde, würde ich trotzdem natürlich weiterhin auch meine Pilze kaufen. Und auch damals hatten wir schon solche Videos gemacht, wo wir mal so ein paar Tries in die Dungeons gesteckt haben. Einfach nur aus Content-Zwecke. Das war auch wieder sehr knapp. Nur, es macht halt eben für euch in dem Sinne keinen Unterschied. Aber für mich schon, weil ich hätte das Ganze und würde das Ganze jetzt immer noch aus eigener Tasche bezahlen. So, jetzt bezahle ich es halt nicht mehr aus eigener Tasche. Und mehr gibt es dazu nicht zu sagen. So, ich würde es genauso machen wie davor. Für euch ändert sich nichts, aber für mich ändert sich schon viel, muss ich sagen, weil ich es halt so in dem Sinne jetzt nicht mehr selbst so bezahle. Ich weiß auch immer gar nicht, warum ich mich da so rechtfertigen muss. Keine Ahnung, ich bin da immer so ein Typ für, der sich immer sehr schnell für solche Sachen rechtfertigt. Irgendwie gerade in so einer ja, in so einer Lage, sag ich mal, wie ich mich jetzt hier so befinde. Ne? Mal kommt das mehr hoch, mal weniger. Heute ist es schon wieder irgendwie ein bisschen mehr. Ich wollte das gar nicht. Ja, es tut mir leid. Aber jetzt ist auch genug mit dem Thema. Wie gesagt, habt dafür Verständnis, habt dafür kein Verständnis. Am Ende des Tages ist es eure Meinung und die muss ich akzeptieren. Ändern könnt ihr dadurch aber dann trotzdem nichts. So, ne? Aber klar, kann natürlich jeder seine Meinung immer äußern. So, weiter geht's. Wir gehen jetzt rein in den Monster Truck und geben mal jetzt ein bisschen Vollgas hier, wie auch der Monster Truck hier auch Vollgas gibt. Und hoffen mal, dass wir jetzt noch einen richtig schönen Try hier erwischen. Ich hatte hier jetzt gehofft eigentlich, dass wir nochmal so einen richtig knappen Try ja, abpassen, dass wir den uns nochmal speichern können. Aber wir haben ja jetzt schon mal wieder einen neuen besten Try in relativ kurzer Zeit auf 1,9 Milliarden. Und ich muss sagen, der hat jetzt schon gut reingebaitet durch den Try. Und irgendwie gefühlt sind die Chancen ein wenig höher, muss ich sagen, als 0,08%, was das gewesen ist. Ne? Weil wir jetzt halt eben schon so sehr geile Tries dabei hatten, wie halt eben diesen. Aber klar, das kann natürlich auch wirklich nur absolutes Glück gewesen sein. Und ja, jetzt haben wir erstmal keine Schnitte mehr. Ich muss übrigens mal gucken, wir haben hier Blitzschaden. Ich weiß gar nicht, ich habe gar nicht drauf geachtet. Wir haben hier Feuerschaden, wie sehen denn unsere Runen aus? Eisschaden, Feuerschaden und, okay, wir haben hier einen Querschläger dabei.
Hier haben wir Blitzschaden drauf, das heißt, die Kunigunde kann hier nicht ihr volles Schadenspotenzial entfalten. Das würde vielleicht auch nochmal, keine Ahnung, vielleicht 0,01% mehr bringen oder so, ich weiß es nicht. Den Kohl würde es jetzt nicht fett machen, aber ich muss mal drauf achten, falls ich demnächst nochmal eine Epic-Waffe finde oder eine Leggy-Waffe mit 60% Schaden drauf, dann muss ich mal gucken, dass wir vielleicht diese dann wechseln, damit wir gegen die Monstergrotte nochmal unsere Chancen optimieren können. Und wie gesagt, ich hätte auch das Ganze hier mit 10% machen können, aber dann wäre es natürlich lange nicht so spannend gewesen wie jetzt. Und in solchen Videos, ich muss auch sagen, in Free Tries probiere ich den gar nicht, weil ich zu viel Schiss habe, dass ich das dann verpasse und dann off-cam den lege und ich euch dann die Wiederholung beziehungsweise halt eben den gespeicherten Kampf zeigen muss. Viel lieber will ich das halt eben so live in so einem Video haben. Und deswegen gebe ich auch gezielt nur hier in diesem Video meine Pilze für den Dungeon aus, für die Dungeon Tries, aber abseits davon mache ich sowas gar nicht. Ja, da spare ich mir halt eben die Pilze, bis ich halt eben wieder so ein Video hier machen kann. Ist ja auch nicht so, dass wir unendlich Pilze bekommen, wie der ein oder andere vielleicht denken vermag. Ne? Das ist auch nicht der Fall. Das ist dann auch schon hier schon angespart, dass wir sowas hier uns auch leisten können, auf jeden Fall. Ne, jetzt bin ich schon wieder am Rechtfertigen. Mensch, ich wollte das gar nicht. Wir gehen rein, wir konzentrieren uns jetzt hier einfach nur noch auf den Monster Truck, dass der hier vielleicht heute sogar schon liegt. Das wäre schon echt eine sehr, sehr geile Aktion. Wir geben ihm auf jeden Fall noch, oh mein Gott, auch schon wieder so ein knapper Try hier. Wir geben ihm auf jeden Fall noch ein paar Versuche. Wir lassen uns noch nicht so einfach abwimmeln. Und ich hatte mir auch überlegt gehabt, was wäre, wenn ich mir jetzt so ein paar Etagen noch sparen würde? Also, dass ich sage, ja gut, ich spare mir den wirklich lange auf, damit ich den später legen kann, ne? Damit ich so eine ganz, stumpf gedacht, eine ganz, ganz späte Dungeon-Pause habe auf Stufe 664. Übrigens frisch gerade gekommen, ne? Auch durch den Kalender, das Kalenderding hier, das Erfahrungsbuch hier. Ne? Aber auf der anderen Seite denke ich mir wieder so, ja, okay, es würde vielleicht einen Unterschied machen, aber der ist dann auch wieder so marginal, dass ich dann darauf verzichte und dann lieber hier Videos daraus machen kann, durch diese Dungeon Tries. Und da ist mir das dann schon lieber, als den dann aufzusparen für, keine Ahnung, ein paar XP-Punkte so. Ne? Wenn man es ganz krass machen will und ganz oben mitspielen will, dann sollte man sich auf jeden Fall auch die Dungeons sparen, so auf der Stufe sollte man sich die immer sparen, sollte man sich alle sparen, so, ne? Nachdem man halt eben im Midgame die Dungeon-Pause verlassen hat, denn, ne? Und zum Beispiel der Chris macht das ja auch so, der spart sich ja auch alle Dungeons auf und der ist ja halt schon auch bald Stufe 700 irgendwie und wenn er die alle legen würde, die er noch aufgespart hat, könnte er halt eben auch momentan zumindest gerade Platz 2 weltweit erreichen mit dem höchsten Level, ne? Aber das will er halt eben nicht machen, weil eben Dr. Darm mit Stufe, ich glaube momentan gerade 712 oder so, ich bin mir nicht ganz sicher, Platz 1 ist und natürlich dort nochmal ein bisschen weniger XP in den Quest bekommt als Chris halt eben auf seiner Stufe und deswegen spart er sich das halt auf. Es macht halt wirklich auch in diesem Levelbereich, was halt super, super, super late Game ist, macht es halt wirklich minimal was aus, aber es ist genau das, was dann nachher am Ende den entscheidenden Unterschied machen wird und dann auf sehr lange Sicht gesehen, ne, wir reden hier, wie gesagt, von Stufe 1000 dann nachher, wahrscheinlich Chris dann irgendwann der levelhöchste Spieler in Gunshare Fidget sein wird, ne, wenn er dann die Dungeons denn nimmt. Und das wollte er ja machen, wenn er damit Stufe 1000 erreicht, so. Wenn wir das noch alle erleben, auf jeden Fall. Ne? Was wir heute, glaube ich, nicht mehr erleben werden, ist, dass der Monster Truck hier irgendwie fällt. Denn während ich hier rede, haben wir die ganze Zeit jetzt schon hier durchgetried ohne Pause, großartig. Und so sehr gut sieht der jetzt wieder nicht mehr aus. Also die besten Tries haben wir, glaube ich, direkt am Anfang gehabt der Folge. Komischerweise jetzt zum Ende hin passiert gar nichts mehr, obwohl wir hier viel schneller durchentern, aber gut, das erhöht natürlich auch nicht die Chancen. Ne? Wir sind jetzt schon wieder eine Viertelstunde drin hier und das sieht gar nicht mal so gut aus. Ich sag mal so, wir haben ihn auf jeden Fall erstmal wieder ein bisschen probiert, wir haben ihn gekitzelt und vielleicht
warten wir noch ein paar Prozente ab, bis wir, keine Ahnung, 0,15 haben oder so. Oh mein Gott, der war ja auch schon wieder so knapp gewesen, der Try, aber ich habe ihn leider geskippt. Den hätte ich mir nochmal ganz gerne angeschaut zum Schluss. Vielleicht machen wir das. Was ich halt sehr interessant fand, ist, dass der nächste Gegner auch schon zumindest in der Theorie machbar ist. 0,01 ist natürlich absolut nichts, wonach man sich richten sollte, aber er ist auf jeden Fall schon legbar. So, das ist zumindest schon mal was mir Hoffnung gibt, ne? Und auch die Steigerung auf dem Monster Truck gibt mir auf jeden Fall auch Hoffnung, ein bisschen noch in Zukunft weiter hier Progress zu machen, auch wenn es wirklich nur sehr langsamer Progress ist, aber es ist genau das, woran ich mich motiviere, im Late Game auch weiterzumachen. So, ne? Man muss sich da immer überall so seine kleinen Meilensteine suchen, die man dann erfüllt irgendwann und dann sich daran auf jeden Fall so ein bisschen klammern. Mein großer nächster Meilenstein ist auf jeden Fall Stufe 700, dann ist so ein Meilenstein Monstergrotte legen, so, dann ist so ein Meilenstein Intelligenz auf 400k kriegen, ne, das sind alles so Sachen, die ich verfolge. 666 stimmt, das ist auch noch ein cooler Meilenstein, den ich auch sehr gerne noch bald erreichen möchte und ja, das ist auf jeden Fall auch so, was ich euch an Tipps geben kann, wenn ihr nachher so später in dem Levelbereich seid. Sucht euch solche kleinen Motivationspunkte und hangelt euch von da zu dahin. So, seht nicht immer das ganz große Ziel. Klar, habt das im Hinterkopf gespeichert, so Stufe 700, Stufe 800, Stufe 900, Stufe 1000 irgendwann, aber nehmt das nicht als einziges Ziel, sondern immer noch so eine Zwischensteps, um dann an das große Ziel früher oder später dann zu kommen. Ne? Es gibt kein richtiges Ziel in dem Game, das ist aber auch das Schöne, es geht immer weiter, es hat kein Ende. Ne? Und deswegen, solange es kein Ende hat, bin ich auch noch am Start. Und das war es soweit von mir. Ich will euch nicht weiter hier auf die Folter spannen, es wird heute nichts, wir versuchen das nächstes Mal nochmal. Wir geben ihnen noch ein paar Monate Zeit bis zum nächsten Mal und ja, das war's soweit. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Ja, auch ein bisschen Real Talk so zwischendrin mal. Und ich wünsche euch nur das Beste. Danke fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.